Bezug auf nächsten Samstag das Spiel zu gewinnen, natürlich erstmal den zweiten Platz zu festigen, das ist ganz klar, das ist unser Anspruch. Der Wind bläst in Dortmund-Brakel und damit begrüße ich euch alle zu unserem Rückblick auf das Topspiel gestern Abend beim FC Bayern München. Mit 3:1 haben die Bayern gewonnen. Wir haben diese Partie nochmal mit Julian Brandt heute analysiert. Zuerst wollen wir aber einmal unseren Trainer Marco Rose hören, was er gestern auf der Pressekonferenz nach der Partie gesagt hat. Und wenn du natürlich dann in München zur Pause 2:0 zurückliegst, dann ist es keine einfache Situation. Wir haben uns zur Pause dann nochmal eine Menge Dinge vorgenommen, ein paar Sachen besprochen und glaube, dass wir zweite Halbzeit dann einen sehr offenen Fight draus gemacht haben, den Anschlusstreffer erzielen. Wie ich gehört habe, noch einen zweiten Elfmeter kriegen müssen und hinten raus, klar, Bayern mit gefährlichen Kontern, von dem sie noch ein zu Ende spielen. Wir hatten schon auch noch ein paar Möglichkeiten, Erling zweimal, Marco zweimal ganz gut durch und ja, dann steht es am Ende 3:1 in einem Spiel, wo sicher für uns heute mehr drin gewesen wäre. Vor allen Dingen, wenn wir es erste Halbzeit auch schon so gespielt hätten wie zweite Halbzeit. So hat Marco Rose das Spiel also analysiert und wie Julian Brandt auf das Spiel gestern zurückblickt, das schauen wir uns jetzt mal an. Ja gut, grundsätzlich glaube ich, war mehr möglich im Spiel gestern. Hatten eigentlich, finde ich, in der zweiten Halbzeit das auch wieder relativ gut in den Griff bekommen, dass wir, glaube ich, in einer Phase waren, wo wir den Ausgleich hätten machen können, vielleicht sogar müssen, keine Ahnung. Hatten, finde ich, so wie ich das jetzt heute Morgen gesehen habe, auch ein bisschen Pech da mit der Jude-Szene. Weiß nicht, ob das da nochmal eine Rolle gespielt hat, weil er relativ unmittelbar ja nach dem ersten Elfmeter war. Nichtsdestotrotz mit Erling noch eine gute Chance gehabt. Ich glaube, bei einem Stand von 2:2 wäre das Spiel, glaube ich, noch ein bisschen offener gewesen. Man hat schon gemerkt, dass die Bayern unbedingt den Sieg haben wollten, weil sie einfach dann die Meisterschaft in trockenen Tüchern packen konnten. Aber ich glaube, wir hätten da, glaube ich, noch mal die eine oder andere Chance bekommen, vielleicht auch das Spiel zu unseren Gunsten zu drehen. Nichtsdestotrotz gut am Ende. Ist es ein bisschen bitter, aber ich glaube definitiv, dass es keine schlechte Vorstellung war. Du hast es auch gerade angedeutet, der Trainer gestern auf der Pressekonferenz hat es auch gesagt, die zweite Halbzeit war gut. Wenn ihr es in der ersten Halbzeit ähnlich gespielt hättet, wäre genau das drin gewesen, ein bisschen mehr. Wie hast du das auf dem Platz wahrgenommen? Ihr hattet ja oft so 1-2 Aktionen im letzten Spieldrittel, die dann nicht so konsequent zu Ende gespielt Ja, werden. wir haben, das ist gar eigentlich im Grunde genommen, gab es in der ersten Halbzeit 2 Themen, die uns ein bisschen wehgetan haben. Das eine war natürlich das im letzten Drittel. Wir hatten dann mit Earl noch eine ganz vernünftige Chance, wo er den Ball nicht richtig trifft. Aber wir kamen eigentlich vernünftig ins letzte Drittel, aber die Dinge dann so zu Ende zu spielen, dass wir wirklich zu klaren Torchancen kommen oder zumindest zu Abschlüssen, das war das eine. Und natürlich waren auch, oder zumindest das zweite Gegentor für uns natürlich auch ein bisschen bitter, weil einfach, wir es die Saison ja mit individuellen Fehlern so ein bisschen haben und das jetzt gar nicht bezogen auf den Fehler an sich, sondern einfach, dass man da vielleicht dann in Zukunft auch ein bisschen abgezockter ist, weiß, dass wenn Bayern so hoch den Ball gewinnt, dass sie dann auch die Qualität haben, direkt zu treffen. Und ich glaube, das tat in dem Moment extrem weh. Aber wie ich gerade angesprochen habe, die Reaktion der zweiten Halbzeit war ja erstmal sehr gut. Und so ehrlich muss man aber auch sein, die Bayern sind auch keine schlechte Truppe. Das stimmt, wenn man das Hinspiel und jetzt auch das Spiel gestern mal so zusammennimmt, hat man schon gesehen, dass man auf Augenhöhe mit den Bayern agieren kann. Ist das auch irgendwo das, was ihr mitnehmt in die nächste Saison? Wir müssen aus diesen Spielen, jetzt explizit auf Bayern bezogen, halt auch lernen, immer wieder unsere Lehren daraus ziehen und sie mitnehmen in die nächste Saison. Ich glaube, wir waren extrem nah dran hier zu Hause im Dezember und ich finde auch gar nicht, dass wir so weit weg waren gestern. Also von daher, natürlich fehlt immer noch so ein bisschen. Also ich glaube, um sie am Ende zu schlagen, muss natürlich einen idealen Tag erwischen, aber ich finde, wir sollten uns nicht anfangen, irgendwie zu verstecken oder uns kleiner machen, als wir sind, weil die Bilanz in München ist zwar nicht besonders gut, aber ich glaube, dass irgendwann auch der Tag kommt, wo man sowas wieder brechen wird. Und da müssen wir einfach dranbleiben und weiter an uns glauben und so weiter verbessern und dann wird das auch.
Wie geht ihr jetzt in diese letzten abschließenden Wochen der Saison? Ja, also wie ich die Tabelle jetzt so ein bisschen verfolgt habe, glaube ich, ist das Wichtigste jetzt erstmal in Bezug auf nächsten Samstag das Spiel zu gewinnen. Natürlich erstmal den zweiten Platz zu festigen, das ist ganz klar, das ist unser Anspruch. Und das ist das Optimum, was momentan einfach noch rauszuholen ist. Grundsätzlich ist, finde ich, auch das Ziel, natürlich alle 3 Spiele gewinnen zu wollen, mit einer echt vernünftigen Punkteausbeute dann die Saison zu beenden. Und damit machen wir den Deckel drauf auf den 31. Bundesligaspieltag und wollen noch einmal schauen, was unsere U23 gestern gemacht hat. Die hat zu Hause gespielt gegen Halle. 0:0 ging es aus am Ende. Die besten Chancen hatten Richmond Tecci nach rund 20 Minuten und Bradley Fink kurz vor Spielende. Weiter geht's für die U23 am kommenden Samstag beim 1. FC Kaiserslautern. Bevor wir durch sind, wollen wir euch nochmal auf das Benefitspiel am Dienstagabend hinweisen. Borussia Dortmund spielt da zu Hause im Signal Iduna Park gegen Dynamo Kiew. Es gibt noch reichlich Tickets, kommt da also gerne vorbei. Ein Zeichen gegen Krieg und für den Frieden. Liebe Freunde in Deutschland, ich bin überwältigt der Hilfsbereitschaft Deutschland, die nicht aufhört. Am 26. April veranstaltet der BVB ein Benefitspiel im Signal Iduna Park in Dortmund gegen Dynamo Kiew. Alle Erlöse aus den Ticketverkäufen werden an ukrainische Projekte gespendet. Meine Bitte, kauft euch Tickets, geht ins Stadion, helft so der Ukraine. Und an alle ukrainische Freunde, deshalb spreche ich jetzt ukrainisch. 26 квітня приходьте на стадіон на гру БФБ з Динамо Київ. Для вас вхід безкоштовний. Слава Україні! Und diesen Worten des mehrfachen Boxweltmeisters Wladimir Klitschko schließen wir uns natürlich auch an. Kommt am Dienstag alle vorbei, lasst uns ein Zeichen setzen für den Frieden und gegen den Krieg. Das war's von uns hier aus Dortmund-Brakel. Tschüss, macht's gut.